Mein Name ist Jens Hübner, ich bin Reiseaquarellist. Ich benutze Schminke Horadam-Farben, Aquarellfarben und möchte hier mal die favorisierten Farbtöne, die ich bevorzuge, zeigen, kurz vorstellen und auch zeigen, was ich damit mache. Ich benutze Näpfe, weil wenn ich den Kasten aufmache, kann ich sofort loslegen. Die erste Farbe, die ich hier vorstelle, ist Ultramarin Feinst. Das ist ein neutraler Blauton, den ich nehme, um, ich sag mal, mitteleuropäische Sommerhimmel zu kolorieren. Der Himmel hat verschiedenste Farben, aber das hier ist ein neutrales Blau, das nehme ich sehr gerne. In meinem Farbkasten gibt es kein Grün. Ich mische das Grün aus Blau und Gelb. Hier habe ich Preußisch Blau. Das ist ein Farbton, wo schon ein bisschen mehr Grün enthalten ist als in diesem Ultramarin. Und deswegen kann ich damit ein frisches Grün mischen. Das zeige ich auch gleich. Der dritte Farbton ist Painsgrau Bläulich. Dieses Bläulich ist wichtig. Das Nachtschwarz Aquarellfarben nutzt man so, indem man sie transparent aufträgt und das Weiß des Papiers durchscheint. Wenn sie deckend aufgetragen werden, wie das hier bei dem Painsgrau Bläulich der Fall ist, dann wirken sie oftmals schwarz. Ich habe kein Schwarz in der Palette, das mische ich mir auch oder wie gesagt, ich trage die Farben opak auf, das heißt sehr deckend. Der nächste Farbton ist ein exotischer, davon habe ich nur einen kleinen Napf, das ist Zyllinblau. Zyllinblau ist ein Farbton, der künstlich wirkt, womit ich Akzente setze, zum Beispiel Kleidung oder dem ich auch Länder zuordnen. Indien zum Beispiel ist so ein typisches Land, wo ich Zyllinblau verwenden würde, weil die Saris sind in diesem Ton, das heißt die Bekleidung oder auch der Himmel in arabischen Ländern, ja, der hat auch sowas von Zyllinblau. Und danach richte ich es aus, das heißt, ich male nicht das, was ich wirklich sehe, sondern eher das, was ich empfinde. Die nächste Farbe ist Neutraltinte. Die nehme ich dafür, um Abendstimmungen zu kolorieren, manchmal auch mit einem Farbton allein mit dieser Neutraltinte, ja, sodass diese gedeckten Farbtöne oder die gedeckten Töne der Abendlandschaft sehr schön zur Geltung kommen. Einige Farbtöne kann man nicht mischen, die habe ich auch integriert. Mauve zum Beispiel, dieses Violett hier, was ich einsetze, wenn ich wirklich diesen Farbton habe und ihn nicht mischen will oder auch nicht mischen kann. Auf 13 Töne beschränke ich mich. Das Schöne daran ist eben beim Aquarellieren, dass ich 13 Töne habe und da Millionen von Farben draus mischen kann. Ein Farbton, den ich dazu brauche, ist Cadmiumgelb. In der unteren Farbreihe hier ein Sonnengelb, eins der 3 Grundfarben. Blau, Gelb, Rot sind ja die Grundfarben. Bei mir ist es Cadmiumgelb als einen Grundton. Ultramarin als der Grundton von den Blautönen. Der nächste Farbton, den ich hier vorstelle, ist lichter Ocker. Lichter Ocker, den nehme ich sehr gern im Vordergrund. Tausche, wie gesagt, auch oftmals Farben aus, weil es so ein angenehmer, nicht so aggressiver Gelbton ist. Außerdem mische ich mit diesen Farben auch ganz gern Grün. Zum einen für trübes Grün nehme ich dann lichten Ocker und für Maigrün würde ich Cadmiumgelb nehmen. Das heißt schon ein Gelb, was so ein frisches Grün erzeugt. Hier ziehe ich einfach mal nur eine Linie mit diesem Rotton, das ist Zinnoberrot. Das ist nämlich die dritte Grundfarbe, die ich benutze, relativ selten, weil die setze ich auch nur als Akzent ein und ich mag mehr so Farben, Landschaftsfarben, die etwas gedeckter sind, wie zum Beispiel auch dieses Sienna gebrannt. Sienna gebrannt ist so ein Rotbraun, was sehr angenehm, sehr warm ist, aber nicht so aufdringlich wie das Zinnober. Ein sehr wichtiger Farbton für mich ist Umbra gebrannt. Umbra gebrannt, so im Allgemeinen wird das einfach braun genannt, hier. Und dieses Umbra gebrannt nehme ich, um Grautöne zu mischen. Ich habe kein Schwarz in meiner Palette, je nachdem, ob ich kalte Grautöne oder Schwarztöne erzeugen will oder warme, mische ich eben mehr Braun oder mehr Blau in das Grau rein. Ein Farbton, den ich relativ neu entdeckt habe, ist dieses Lasurorange für mich. Das sehr transparent aufgetragen, ist ein sehr angenehmer Hautton für weißhäutige Menschen. Bin ab und zu auch in Afrika, da würde ich dann eher Sienna gebrannt nehmen oder Umbra gebrannt, je nachdem wo man ist. Aber hier in Europa ist das eben nicht so käsig gelb, aber auch nicht so schweinchenrosa als Hautton. Sehr schön zu benutzen. Der letzte Farbton hier in meiner Palette ist Alizarin Karmesin, ein kaltes Rot, auch sehr exotisch. Ich habe mal am Ganges in Indien den abendlichen Fluss koloriert, gemalt und da habe ich diesen Farbton verwendet, weil das auch wieder so eine Farbe Indiens ist.
All diese Farbtöne gibt es auch in Tuben. Ich benutze auf Reisen Tuben eigentlich nicht, weil wie gesagt, es ist sehr viel praktikabler aus Näpfen zu arbeiten, wenn ich unterwegs bin. Ich kann sie zusammenklappen oder ich kann den Kasten zusammenklappen, sie sind verschwunden. Aber zum Nachfüllen dieser Töne nehme ich schon Tuben, denn die Farbe in Näpfen oder in Tuben ist völlig identisch und damit kann ich eben diese Farbtöne sehr schön auffüllen. Als Zusatz kann ich gerne noch zeigen, wie ich Grün mische. Hier aus Cadmiumgelb und dem Preußisch Blau. Hier habe ich es, Preußisch Blau. So entsteht so ein sehr frisches Grün, auch wenn der Blauanteil sehr kräftig ist. Also hier diesen Farbton. Und wenn ich hier Ocker mische mit Ultramarin, erhalte ich ein etwas trüberes. Ja, dies hier, also darin unterscheiden sich diese Farbtöne und Grün ist eine sehr labile Farbe und deswegen mische ich mir die lieber, als wenn ich sie von aus dem Napf nehme. Es gibt Grüntöne natürlich. Wenn man Grün nehmen will, ich kann Saftgrün empfehlen, das ist so ähnlich, aber es variiert sehr und deswegen mische ich mir das. Das gleiche zeige ich mal mit Umbra gebrannt und einem Blauton. Ich nehme hier mal Ultramarin, so. Und wenn ich das jetzt zusammen mische, erhalte ich Grautöne, so warmes Grau. Hier ist ein bisschen kälter, ich mische mal mehr Braun rein und dann erhalte ich ein etwas wärmeres Grau. Kaltes Grau, warmes Grau, je nach Anteil der Farben. Das sind Farben, die ich ständig benutze und auf die ich mich beschränke, um eine Übersichtlichkeit zu haben. Schminke Horadam Aquarellfarbe.